Ja, schönen guten Morgen zusammen. Mein Sternenlicht macht heute extrem Krach. Ich hoffe, dass sich das gibt. Erst hattet ihr immer Ventilatorgeräusche und jetzt fängt es auch noch an. Aber gut, ich lasse das mal so. Mir gefällt es nämlich, in so einer Stimmung Karten zu legen. Manchmal gibt es sich auch und es wird dann wieder leiser. Schauen wir mal. Okay, Auswahlorakel. Schauen wir uns die Nachricht an, die dahinter steckt. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe so ein bisschen Halskratzen, schon 2, 3 Tage, aber so richtig kommt nichts raus an Erkältungssymptomen. Ja. Normalerweise lasse ich die Karten ja rausspringen für die Stapel, aber das ist bei diesen Auswahlorakeln immer doof, denn die legen sich natürlich selbstverständlich immer so hin, dass man sie schon sieht, wenn ich das mache. Und das halte ich dann eben für kontraproduktiv. Deshalb ziehe ich sie hier. Ich hoffe natürlich, dass ich ein glückliches Händchen für euch habe. Dann habe ich es auch gleich, dann dürft ihr die Botschaft aussuchen. Manche nehmen beide Stapel, manche nehmen eine, manche besetzen sie mit Personen oder Themen. Und ich lege es gleich noch schöner hin. Okay. Ich würde den roten nehmen. Und wir schauen. Ja, hier ist es so, dass man vielleicht sehr seinen Träumen nachhängt und dass man irgendwie so zurück in die Realität mehr muss auf einem in einem bestimmten Thema und wieder mehr Erdung braucht. Also so zu viel in Tagträumereien schwelgen. Und hier soll man die Vereinbarungen, die man mit jemand getroffen hat oder Versprechen, die man gegeben hat, halten. Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass du probiert hast, durch Tagträumerei oder durch Abgelenktsein probieren, ein Versprechen zu umgehen oder eine kreative Lösung zu finden. Und hier wird eben gesagt, nee, halte mal daran fest, versprochen ist versprochen. Ne? Auch so, wo hat man schon Vereinbarungen getroffen an sich, ne? Dass einen das so ein bisschen einholen kann, zu viele Versprechungen auf zu vielen Seiten. Da habe ich auch schon mords den Lernfaktor, das immer zu verkneifen. Ja, und hier kommt nochmal die Erdung. Ich sage euch gleich mehr dazu. Aus den Maria Magdalena Karten haben wir die Göttin, den Hüter der Emotion, den gläsernen Palast, das Ende einer Blockade oder
ja, wo man sich vielleicht so ein bisschen selbst im Weg steht, könnte hier angezeigt sein. Ne? Man ist so ein bisschen bockig, man denkt, ich möchte das so nicht und verschafft sich dadurch irgendwie so ein zähes Vorankommen. Es geht nämlich um Fruchtbarkeit, sehr passend zu der Göttin, und um das Erkennen, dass du einen Schatz in dir trägst. Wir nehmen erstmal die Göttinnenkarte hier nochmal und die sagt eigentlich aus, dass man praktisch eine Einheit hat oder aus der Einheit weiblich-männliches Prinzip unser Entstehen kam und dass beide Prinzipien eben am Wirken sind in großer Harmonie. Sie sind gegensätzlich, diese Prinzipien, und doch sind sie voneinander abhängig und gleich stark. Ja, und hier wird eben nochmal auch an Maria Magdalena und Jesus erinnert. In vielen Texten wird darüber gesprochen, dass die ein Liebespaar waren und dass sie durch die Hingabe aneinander die Gegensätze auflösen und in eine Einheit zurückkehren. Liebe macht den Menschen frei, sie überwindet alles und sie verbindet alles und Angst trennt eben. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, das ist egal, ob du Mann oder Frau bist, dich aufs Empfangen einzustellen oder eben diese Seite mehr anzunehmen. Also irgendwie erfährt irgendetwas eine Stärkung bei der annehmenden Seite. Mit der Rune hier und dem Thema Erdung hat man hier an sich schon das Thema Kraft und Manifestation und irgendwie auch einen stabilen Grund. Hier steht der Büffel und grast. Und die Rune gibt an sich Halt und Stabilität und fordert auch auf zu erden, Verbindung mit der Erde einzugehen. Und es ist wichtig, dass man tatsächlich auch für Ausgleich sorgt. Ne? Wenn wir hier mehr Erdung haben, kann es schon sein, und hier auch nochmal, dass wir zu viel irgendwo mit Gedanken oder Rumträumereien beschäftigt sind und uns verlieren und uns eben wieder zugutekommt mit der Erdung, dass wir uns auf Gottes Erdboden standhaft in der Mitte des Lebens stehen sehen und dass wir aktiv teilnehmen können. Die Rune schenkt jetzt auch zum Beispiel die Fähigkeit zu manifestieren und sorgt für ein ausgeglichenes Konto, also ein regelmäßiges Auskommen. Und trotz der erdigen Kraftkomponente gibt es hier auch noch eine Feuerenergie, die gehandhabt werden muss. Und das passt jetzt auch wieder. Ne? So diese gegensätzlichen Anteile geben und nehmen und hier Kräfte von Erde und Feuer. Ein bisschen sexuelle Energie steckt hier dahinter, körperliche Gesundheit, schöpferische Kraft. Und es geht um ein Leben in Balance, ne, das wir hier führen dürfen. Und Erledigen von Dingen wird hier leicht fallen und fruchtbaren Boden bringen für alles Weitere. Das doppelt sich. Wir haben hier auch die Fruchtbarkeit drauf. Es kann hier sein, dass wir uns einer uralten Blockade stellen, dass wir hier uralte Dinge irgendwie ins Gleichgewicht kriegen, dass wir sie manifestieren und zur Fruchtbarkeit gelangen. Und hier haben wir noch aus dem Tarot, dass diese Situation emotionale Reife und Vertrauen auch fordert von uns, dass wir Herausforderungen und Probleme lösen und dass man auch das Umfeld oder die Personen hat, denen man vertrauen kann bei den Dingen, auf die man sich 100% verlassen kann, was immer auch eine Eigenschaft in einem selbst anzeigen könnte. Und dann haben wir mit dem gläsernen Palast hier noch die unsichtbare Welt. Und hier geht es darum, dass neue Wege in der unsichtbaren Welt geboren werden
Und kurz bevor sie in der sichtbaren Welt aufleuchten, da eben schon entstehen. Also das ist auch typisch Manifestation, ne? Das, was ich mir im Kopf darlege, was ich manifestieren will, bringe ich halt irgendwann mal auf die Erde. Und hier geht es darum, bei der Magie der Manifestation, sich zuerst mal auf das unsichtbare Geistige zu fokussieren. Also die Legung ist sehr ausgelegt auf, ich glaube, einer Sache, die uns schon lange hindert oder wo wir nicht über den Punkt kommen. Und da geht es um das Vereinigen von Gegensätzen, den Ausgleich von Geben und Nehmen und das Empfangen von dem, was uns zusteht, in Richtung Fruchtbarkeit mit unseren eigenen Gaben und Talenten und unserem eigenen Wertebewusstsein auch voranzutreiben. Wunderbar. Hier halt nochmal die Erinnerung, überdenke, wem du was versprichst, denn Versprechen sollten halt gehalten werden. Man macht es oft auch unbewusst, aber mit mehr Achtsamkeit sollte es gelingen, das in den Griff zu kriegen. So, erwache, das ist dein Moment, also wir haben nur den Moment, verschlafe nicht deine Zeit, sondern sei dir bewusst, wie wertvoll auch Zeit ist. Und ihr habt hier ein Thema mit Liebe deinen Körper. Vielleicht erwacht ja auch ein anderes Bewusstsein zu der Körperlichkeit. Dann haben wir die höhere Wahrnehmung. Ich sage euch gleich alles. Die Wünsche, mit denen wir konfrontiert werden und die Wege, die hier entstehen, die wir gehen können, die wir hier in Wahrhaftigkeit auch und Authentizität gehen können. Mit der Maria Magdalena-Karte haben wir hier, dass es um bedingungslose Liebe geht, ne? Wenn wir in der bedingungslosen Liebe sind, dann werden einfach höhere Wahrnehmung, Anbindung an die Quelle, auch die Dinge, die wir vorhaben, wo man sonst auf Widerstand trifft, leichter. Es geht sehr viel um die Wahrheit. Ja, auf der Engelkarte haben wir, sage, die Wahrheit, sprich wahrhaftig. Und ich glaube, das, was bedingungslose Liebe ist, das können wir Menschen ganz, ganz schlecht umsetzen, weil wir immer noch irgendwo bewerten oder irgendwas an Bedingungen knüpfen, vielleicht auch unterbewusst. Aber ich habe für mich auch schon erlebt, dass ich das immer besser hinkriege, dass ich die anderen und die Dinge einfach so stehen lassen kann. Hier wird man tatsächlich auch in der Stille unterrichtet über das bedingungslose Lieben, Wunden zu heilen, die daraus entstanden sind, dass eben etwas nicht bedingungslos war. Und es passiert eben oder es kann geschehen, dass man dadurch seinen Platz besser findet und dass man zu allem so stehen kann, frei von äußeren Erscheinungen oder wie sie auf uns wirken, ne? Sie gehen vorüber oder ändern sich, das stimmt. Guckt den Körper an, ne? Das kann ja ein Teil sein, der hier in der Legung mitschwingt, wo man sich vielleicht selbst nicht gut fühlt, weiß ich, zu faltig, zu dick, zu dünn, was immer da dahinter steckt. Und es ist, glaube ich, hier Zeit gekommen, dass man das integriert oder ja, wo man das aus einer anderen Ebene sieht und sich wieder auf den Weg macht, auch zu sich selbst. Die Rune dazu, die bringt uns in Kontakt zu der höchsten Quelle, sie öffnet die Türen zur Wahrnehmung und man hat so mehr Einklang mit dem Seelenplan und ja, der Ebene, auf der man die Seele schwingen hat. Also dass das, was ich mache und bin, sich richtig anfühlt, würde ich es mal übersetzen. Und auch da geht es ein bisschen darum, seinen persönlichen Platz im Universum zu finden. Die Rune führt dich praktisch an der Hand dahin.
Es geht auch darum, sich vom Außen nicht ablenken zu lassen oder im ganzen Trubel irgendwo unterzugehen, sondern in der Stille eben total verbunden zu sein. Die Rune wirkt ein bisschen wie ein Leitstrahl. Es wird vieles einfacher. Das Licht spielt eine große Rolle, das dann den Weg auch erleuchtet und Klarheit für Entscheidungen bringt. Das haben wir hier unten. Und jedes Mal, wenn du dich mit der Rune oder mit der Energie der Rune neu verbindest, steht dir die Kraft der Rune aufs Neue zur Verfügung. Hier sollst du dir auch immer wieder Auszeiten gönnen, vom Alltag auch, dich zurückziehen und deine Antennen wieder so ein bisschen mehr sensibilisieren für die geistige Welt oder die Verbindung zur Quelle. Ja, hier geht es um gut gehütete Geheimnisse, um Seelenschätze und um Erinnerungen, die irgendwo noch Kraft haben und erlöst werden wollen. Das kriegst du hier über die höhere Wahrnehmung tatsächlich schon längere Zeit auch vielleicht gezeigt, aber man nimmt es nicht wahr, weil man zu abgelenkt oder nicht im Moment ist oder in der Achtsamkeit. Und hier kannst du wirklich nochmal erlösen, was so im Verborgenen rumschlummert, was hochkommt, wenn es ruhig wird, wenn man nicht abgelenkt ist. Und hier hat man vielleicht auch diesen Wunsch, viel mehr Verbindung zu haben oder mehr in sich zu ruhen. Für mich liegt ja auch die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Ne? Hier haben wir das Wachbewusstsein, den Körper und die Anbindung auch nach oben. Nichts geht ohne das andere. Das heißt, es geht auch, aber eben nicht so wie soll. Und nochmal diese Bewertungsthematik rauszunehmen, die wir hier ständig haben oder ja, mit der wir auch aufgewachsen sind. Das fängt ja schon im Kindergarten oder in der Schule an. Hier wird dir irgendwo die Hand gereicht, ne? Du kriegst Unterstützung. Wenn es irgendwie herausfordernd ist, wird dir hier gesagt, es kommen Menschen auf deinen Weg aus deiner Umgebung, die dich unterstützen. Und das Problem, das hier ist, oder ja, die Belastung ist vorübergehender Natur. Es dient alles, um dass du hier einen neuen Weg für dich einschlagen kannst. Das Schlagwort Geduld mit sich haben und authentisch sein, auch was die anderen immer denken davon. Das steht hier im Raum als Thematik, um mal drüber nachzudenken. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.